Hi, in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr die erstellten Assets in die C4 Engine holt und die Map erstellt. Als erstes gehe ich zum Mods-Ordner. Der befindet sich unter Documents, My Games, Cattle Crops. Hier findet ihr den Mods-Ordner und hier erstelle ich mir einen neuen Ordner mit dem Namen Map und dann meinen Map-Namen, in dem Tutorial zum Beispiel My Own Map. Den Ordner kopiere ich mir jetzt, gehe zu Mod Import und füge den hier ein. Nun holen wir uns die Assets rüber vom letzten Tutorial. Das war einmal die Fields, einmal die Landscape und einmal die Minimap. Die Minimap habe ich noch ein bisschen aufgehübscht, damit das ein bisschen schöner aussieht. So, jetzt brauchen wir noch eine Config. In der Config stehen Sachen drin wie es taucht im Menü auf, wann es regnen soll, die Wetterdaten generell, Sounds und so weiter. Diese werde ich euch in den Anhang einfach mitgeben. Wir brauchen für das Tutorial noch 3 weitere Masken, die Fruit Types, Bäume und Büsche Masken. Die Fruit Types, das ist nichts weiter als eine Position-Maske, die angibt, wo Pflanzen stehen und was da für Pflanzen stehen. Diese kopiere ich hier rüber. Ich werde euch eine ID-Maske geben, wo alle Pflanzenarten drin aufgelistet sind. Des Weiteren brauche ich noch die Tree Mask. Das ist einfach eine Schwarz-Weiß-Maske. Können wir hier groß machen. Und dann brauche ich noch die Busch-Maske. Auch ebenfalls eine Schwarz-Weiß-Maske. So, da wir jetzt die Assets in unserem Mods-Verzeichnis haben, starte ich mal Cattle Crops. So, das Spiel ist gestartet. Mit Steuerung N öffnen wir eine neue Welt mit 4 Ansichtsfenstern. Der Top-Ansicht, der Frontansicht, der Perspektive und den Szenegraphen. Damit wir keine Anzeigefehler bekommen, geben wir erstmal eine Distance Color an. Dazu klicken wir auf Infinite Zone, dann auf den Tab Properties und wählen hier die Clear Color aus. Ich ändere mal noch die Farbe bei mir auf 128, ein Grauwert. Jetzt drücke ich OK und auch das nochmal mit OK bestätigen. Als nächstes importiere ich die Meshes. Dazu gehe ich auf World, Import ziehen und wähle Landscape.de aus. Wenn das bei euch nicht erscheint, geht sicher, dass unten beim Importer Collada Import Tool ausgewählt ist. Jetzt sind die Meshes importiert. Bewegen könnt ihr euch, indem ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet und WASD drückt. Oder einfach auch scrollen. Die Meshes brauchen eine Collision. Dazu drücken wir STRG I für die Settings, gehen auf den Tab Collision und wählen alle Collisions aus, bis auf Interaction Tests und Abstract Sound. Anschließend speichern wir die Welt ab. Dazu gehen wir wieder auf World, Save World As, gehen sicher, dass wir in unserem Ordner sind und geben unserer Map einen Namen. My Own Map. Als nächstes holen wir uns die Atmosphere rein, damit wir eine Beleuchtung haben. Dazu gehen wir auf den Tab Instance, wählen den Weltball aus und klicken auf die Infinite Zone. Dadurch wurde eine Instance auf 0,0 erstellt. Damit das Weltsymbol abgewählt wird, können wir oben wieder draufklicken oder wir drücken einfach die 1. Jetzt gehen wir in die Settings mit einem Doppelklick auf Instance Tab und hier schreiben wir jetzt Atmosphere/Weather. Mit OK bestätigen und die Atmosphäre erscheint. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, klickt hier oben auf den kleinen Weltball. Nun erstellen wir einen Terraplane Space. Unsere Map ist 512 x 512 Meter groß. Das heißt, unser Terraplane Space muss genauso groß sein. Als erstes gehe ich auf den Editor-Tab, überprüfe bitte, dass der Snap to Grid aktiv ist und hier wählen wir eine Größe von 2050 aus. Als nächstes gehe ich auf den Earth-Tab, gehe ein bisschen runter und hier gibt es den Paint Space. Den klicke ich an, gehe in die Top-Ansicht, scrolle ein bisschen raus, so weit raus, bis wir unsere Map-Größe sehen und ziehe den Terraplane Space auf. Wenn wir in die Frontansicht gehen, sehen wir, dass das nicht ganz in der Mitte liegt, also schieben wir den nach unten. Anschließend klicke ich doppelt auf Terraplane Space und wähle die Mapgröße 1024 aus. Der Abstand pro Pflanze ist somit 50 cm. Mit OK bestätigen. Nun selektiere ich alle Meshes, die dazugehören, gehe bei Terraplane Space auf Einstellungen und
verbinde Meshes mit TerraPaint Space. Anschließend wieder auf World und Save World. Nun vergeben wir Materials. Im Anhang habe ich euch Materials noch hinzugefügt. Die kopiert ihr euch einfach in das Verzeichnis Mods, Map, My und Map. Anschließend geht ihr in-game auf den Material Tab. Per Doppelklick landet ihr im Material Manager. Hier geht ihr auf Import, wählt Mods, Map, My und Map aus und importiert euch alle 4 Materials. Anschließend klickt ihr auf das erste Material, das ist bei mir Fields Test Met. Disabled hier für das Tutorial Enable Tessellation. Anschließend klickt ihr auf Close und wählt die beiden Felder aus. Anschließend STRG M, damit assignt ihr das Material auf das Feld und wenn wir in den Viewport schauen, seht ihr, wir haben eine Textur drauf. Anschließend klicke ich auf Blend, gehe wieder per Doppelklick in den Material Editor, wähle das Ground Material aus. Mit STRG M vergebe ich auch das. Anschließend klicke ich auf Concrete. Per Doppelklick gehe ich wieder Material Editor, wähle das Nuance Material aus und per STRG M vergebe ich auch das. Als letztes noch die Road und die ist auch vergeben. Ihr seht schon, es gibt hier einen Shadow-Fehler. Um den zu verhindern, klickt ihr die Infinite Zone an, geht auf Editor Tab und wählt hier die Größe aus, eure Map, also minus 2050, minus 2050 und hier 2050, 2050, 2050. Die Infinite Zone ist nun genauso groß wie eure Map und ihr habt keine Schattenprobleme mehr. Anschließend wieder auf World und Save World. Als nächstes importiere ich mir die Fruit Type. Dazu gehe ich auf den Earth Tab, gehe unten auf Einstellungen vom TerraPaint Space und importiere mir die Fruit Image. Hier wähle ich jetzt die Fruit M PNG aus. Anschließend gehe ich wieder auf Einstellungen und klicke auf Calculate Vegetation Grid Positions. Das kann je nach Mapgröße eine Weile dauern. Damit ihr überprüfen könnt, ob Pflanzen gesetzt wurden, klickt hier oben auf das Baumsymbol und dann geht ihr hier unten rein in den Viewport und ihr seht, dass überall Gras gesetzt wurde. Anschließend klickt ihr auf World und wieder Save World. Nun definieren wir die Felder. Dazu deaktiviere ich erstmal die Vegetation. Nun gehe ich auf den Earth Tab und importiere mir unter Import OBJ die Fields OBJ. Ihr seht schon, die 2 grünen Flächen sind unsere Felder. Die markiere ich mir. Mit STRG I komme ich in die Optionen und wähle unter Acre Type gegruppert aus. Mit OK bestätigen. Anschließend gehe ich auf den TerraPaint Space und wähle Upgrade from Acrofields aus. Nun passe ich die Reifenspuren noch an. Dazu gehe ich auf den Material Tab, Doppelklick auf den Material Editor und wähle hier das Fields Test Mat aus. Und dann klicke ich hier auf Edit Shader. Ihr könnt hier ganz normal rausscrollen und unten links in der Ecke seht ihr die 2048. Die stellt ihr jetzt auf 512. Klickt OK, geht hier oben auf Shader, Save Shader und nochmal Shader für Close. Anschließend wieder Close hier drücken und die Welt speichern mit World und Save World. Nun importieren wir ein paar Bäume. Dazu klicke ich oben auf World, Import ziehen und wähle bei Importer PNG aus. Jetzt haben wir hier die Trees M PNG und importieren die.
Hier oben können wir den Abstand auswählen. 10 reicht eigentlich völlig aus bei Bäumen. Und dann fügen wir ein paar Bäume ein. Ich mache hier einfach mal ein paar Fichten rein. So. Und anschließend klicke ich auf Import. Ihr seht schon, es hat hier eine Gruppe erstellt mit ganz vielen Bäumen. Die klappe ich mal ein. Per Doppelklick kann ich auf Group klicken und einen Namen geben. Zum Beispiel einfach Tree oder Trees. Jetzt sehen wir hier natürlich keine Bäume. Das heißt, wir müssen das einmal aktualisieren, indem wir auf die Instance World klicken und dann nochmal draufklicken. Und schon haben wir Bäume in unserer Welt. Das gleiche machen wir jetzt nochmal mit Büschen. Hier nehme ich jetzt aber mal einen Abstand von 6 Metern, da die ein bisschen kleiner sind, und füge ein paar Büsche ein. Anschließend wieder auf Import klicken, einklappen die Gruppe, der Gruppe wieder einen Namen geben. Und wieder per World-Symbol aktualisieren. Und schon haben wir überall auch Büsche. Anschließend wieder auf World und die Welt speichern. Jetzt fügen wir der Welt noch eine Physics-Node hinzu. Dazu gehen wir auf den Object-Tab, gehen ein bisschen nach unten und klicken hier auf die Physics-Node. Anschließend auf die Infinite Zone, die wird jetzt in der Mitte platziert. Als nächstes brauchen wir noch den Physics Space. Den klicken wir an, ziehen den auf und setzen den wieder mittig. Als nächstes spawnen wir noch einen Player. Dazu klicken wir oben bei Markers auf Player Spawn, gehen in den Viewport und platzieren die Node einfach hier auf die Plattform. Damit wir Vehicle auch spawnen können, klicken wir auf den Vehicle Spawn und setzen den auch hier unten auf die Straße. Anschließend drücke ich wieder die 1 auf World und Save World. Dem Vehicle Spawn können wir auch noch eine Location geben. Dazu gehen wir in den Vehicle Spawn auf Properties, Vehicle Spawn und fügen das hier unten hinzu und wählen bei Type zum Beispiel Trader aus. Im Fahrzeugmenü wird dann eine Auswahl stehen, dass das Vehikel beim Trader spawnen kann. Anschließend wieder speichern. Zum Schluss importieren wir noch die Minimap. Dazu gehen wir unten auf das Icon, Import Texture und wählen unsere Minimap aus. Hier aktivieren wir Require High Resolution Rendering und disablen Calculate mit Map Levels. Anschließend auf Import. So, jetzt sind wir eigentlich fertig. Das heißt, wir können die Welt jetzt schließen. Damit die neue Map auch im Spiel erscheint, muss ich noch die Map XML aus dem Importverzeichnis in das Mods-Verzeichnis kopieren. Dazu gehe ich in das Mods-Verzeichnis auf Import. Hier wähle ich dann meine Map wieder aus und hier unten finde ich My Own Map Config XML. Diese schneide ich mir jetzt aus, gehe zurück und wähle hier Mods aus. Gehe hier in meine Map rein und füge die hier ein. Nun kann ich das Spiel einmal neu starten und unsere Map müsste dann im Menü erscheinen. So, nach einem Neustart klicke ich hier oben mal auf Spielen und da seht ihr schon, dass unsere Map vorhanden ist. My Own Map. Ich klicke mal drauf und da seht ihr hier Felder 2 mit einer Gesamtfläche von 5,86 Hektar. Ich lade die Map mal. So, ich lande an unserer Spawn Position und ich kaufe jetzt mal ein Vehikel. Dazu klicke ich F1 und ich wähle jetzt mal den Arion aus, den 530. Ihr seht, hier unten kann ich jetzt Trader auswählen oder vor dem Spieler. Ich nehme mal den Trader und klicke auf Kaufen. Und wie ihr seht, ist das Vehikel beim Trader gespawnt. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und viel Spaß beim selber bauen.